Wer bist du? Okay. Ich bin Caroline Hartmann. Ich bin Yogalehrerin, Tänzerin, Schriftstellerin und Performerin. Und ich bin eine weiße Frau. Ich benutze aufgrund meiner chronischen Erkrankung einen Rollstuhl. Ich habe eine körperliche Einschränkung und ich trage eine rosa Weste und habe kinnlanges, hellbraunes Haar. Und genau, das war's. Was ist deine Verbindung zu Making a Difference? Also die erste Ausschreibung, die war 2018. Da wurde eine Nachwuchschoreografin gesucht. Also hatte man die Möglichkeit, so eine Idee zu formulieren, die man in so einer Residenz machen wollte. Und irgendwie hatte ich eine tolle Idee, die ich gerne machen wollte. Hatte aber das Gefühl, ich bin keine Choreografin, ob ich da überhaupt mitmachen kann. Und ein Freund von mir, ich erinnere mich an seine Worte, hat gemeint, du musst so eine Idee ausformulieren und sie erstmal auf die Welt bringen, wer weiß, wofür es gut ist. Und dann habe ich es ausformuliert und habe nicht gewonnen, wirklich, bei der Ausschreibung, aber habe dann irgendwie so einen Halbjahresgutschein, Tanzgutschein bekommen und bin so ein bisschen, wurde auch eingeladen zu einem Kennenlerntreffen. Also habe dann erstmal verstanden, wie das ganze Netzwerk funktioniert. Es gab dieses Newsletter und genau mir ist so der Einstieg quasi gelungen in Making a Difference. Und dann 2019, die Residenz, hatte ich mich wieder beworben und dann hatte sie tatsächlich gewonnen damals. Das war auch sehr schön. Das war eine andere Arbeit, die ich mit einer Tanzpartnerin gemacht hatte. Und 2020 war dann die Co-Produktion. Da hatte man eigentlich die Möglichkeit, nochmal das fortzusetzen von der Residenz. Und das hatte ich dann, war quasi tatsächlich die Idee nochmal aufgefasst, die ich 2018 hatte. Also als ich mich zum ersten Mal beworben hatte, sodass ich ja tatsächlich die Idee umsetzen konnte. Woran hast du während deiner Residenz und Koproduktion gearbeitet? An der Residenz hatte ich mit meiner Tanzpartnerin damals zusammen ein Stück Birds. Da waren wir irgendwie so Vögel, das hatten wir schon länger aufgeführt. Und es ging eigentlich darum, in der Residenz wollte ich das Stück um Solo erweitern und meine Bordering-Methode, die eigentlich so, da geht es viel um Grenzerweiterung, körperliche Grenzerweiterung, eine Methode, die ich selbst entwickelt hatte, wie ich quasi mit Bewusstsein so die Kommunikation zwischen Körper und Geist verbessern kann und so die Grenzen gewissermaßen erweitern kann. Und das durfte ich weiter erarbeiten bei der Residenz und genau, und in der Co-Produktion ging es dann mehr um den heilsamen Zustand, also auch das ist ja immer die Kommunikation zwischen Körper und Geist, die mich so interessiert, die Poesie zwischen Geist und Materie, wie ich es nenne, so dieses Zusammenspiel ein bisschen. Wie bringe ich den Geist dazu, dem Körper die volle Aufmerksamkeit zu schenken? In welchem Zustand muss der Geist eigentlich sein, damit das Nervensystem runterfährt, lernen kann? Also es war so ein bisschen die Suche nach dem gesunden Zusammenspiel von Körper und Geist, die ich da so ein bisschen erforscht habe. Woran arbeitest du gerade? Was interessiert dich künstlerisch? Genau, ich mache eigentlich vor allem die Bewegungsforschung, also fast all meinen künstlerischen Projekten liegt so die Kommunikation zwischen Körper und Geist zugrunde, die Poesie zwischen Geist und Materie, wie ich es nenne. Und das ist so dieses von innen nach außen ist, sowohl in Yoga
sehe ich das als meine Berufung, dass ich einfach so, genau, es geht gar nicht darum, was man bewegen kann, wie groß die Bewegung ist, sondern vor allem, wie der geistige Fokus dabei ist, wie konzentriert man ist. Und genau, und bei der Bewegung eben auch nicht. Ich performe auch auf der Bühne, da sieht man mich, wie ich eine körperliche Bewegung mache und kann dann im Voice-Over den Teil, den ich geschrieben habe dazu, also quasi mein Empfinden dabei mitverfolgen und kann ich dann ein Bild machen, welche Emotionen in mir ausgelöst werden bei der Bewegung und so diese Bewegungsforschung versuche zu vermitteln, weil ich spüre auch durch meine neurologische Erkrankung so eine gewisse geistige Abspaltung zwischen Körper und Geist bei mir. Also da ist so viel, was mein Körper eben nicht ausdrücken kann, was noch in mir drin ist. Genau, und das versuche ich eben, indem ich schreibe, dem Ausdruck zu geben und dem gerecht zu werden, also in der Bewegungsforschung. Was wünschst du dir als Künstlerin mit Behinderung für die Zukunft? Ich würde mir wünschen für die Zukunft, das ist ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite war für mich jahrelang sehr viele Türen verschlossen, eben aufgrund meiner körperlichen Behinderung, sei es sowohl Yoga, wo ich mir einfach nicht so frei gefühlt habe, einfach Yogalehrerin zu sein oder auch geschweige denn Tänzerin oder Choreografin, Performerin, was auch immer. Und genau, mittlerweile sind mir natürlich sehr viele Türen auch gerade deswegen geöffnet worden. Und das finde ich auch alles ganz toll, aber es ist noch ganz schwierig, das merke ich sogar bei guten Freunden von mir, so über den Punkt rauszukommen, wo die Behinderung einfach überhaupt keine Rolle mehr spielt. Weißt du, wo quasi meine Bewegungsforschung gesehen wird und klar, es ist eigentlich so ein individuelles Ding. Dabei geht es nicht um körperliche Einschränkungen. Das kann eigentlich jeder für sich anwenden. Ich will eigentlich den Punkt erreichen, wo jeder, wenn er sieht, was ich mache, über seinen Körper und seinen Geist nachdenken, über seine Beziehungen von beiden. Und das fände ich unheimlich schwer, weil ich so schnell mutig, authentisch inspirieren soll. Einen Stempel drauf haben alle oder meine Freunde, jeder findet so toll, was ich mache und ist so unkritisch, was es eigentlich ist am Ende. Das würde ich mir wünschen, dass es, ja, dass man es endlich mal darüber raus schafft.